Freunde des guten Geschmacks, willkommen zu einem neuen Video von Tasty-Bits. Heute machen wir eine leckere Remoulade. Es ist eine perfekte Beilage zu Ofenkartoffeln, natürlich zum leckeren Roastbeef, zu Backfisch, zu Brot, zu Gemüse, zu Kartoffeln und zu noch ganz vielen anderen Sachen. Ich zeige euch heute, wie das Ganze einfach funktioniert, worauf ihr achten müsst und welche Geheimzutat in meiner Remoulade auf keinen Fall fehlen darf. Und damit hallo zusammen, ich bin Yannick vom Foodblog Tasty-Bits und wir wollen uns heute mal eine leckere Remoulade vornehmen. Das wäre eine Remoulade ohne hart gekochte Eier. Dementsprechend nehme ich mir hier 3 Eier, die ich zunächst mal koche. Ich koche die gerne tatsächlich 12 Minuten, dass sie richtig hart gekocht sind. In der Zwischenzeit kannst du dich schon um das Gemüse und um die Kräuter für die Remoulade kümmern. Ich habe hier zunächst mal eine Zwiebel, die ich fein schneide. Da habe ich auch schon gleich einen Tipp für dich, und zwar um die Zwiebel richtig schön fein zu hacken. Da schneidest du sie zunächst in Spalten, schneide aber nicht ganz durch, sondern lass am Ende so ein bisschen was stehen. Das dient später als Haltegriff und sorgt dafür, dass die Zwiebel nicht auseinanderfällt. Jetzt schneidest du die Zwiebel noch einmal waagerecht ein und dann kannst du wunderbare, ganz feine Würfel herunterschneiden. Außerdem habe ich hier noch ein paar Gewürzgurken oder Cornichons. An Gewürzgurken würde ich so 2 bis 3 nehmen, bei Cornichons können es gerne 6, 7 sein. Aber das Schöne an diesem Rezept ist, dass du nicht genau dich an die Mengenangaben halten kannst, sondern auch gerne ein bisschen variieren kannst, je nachdem. Wenn du keine Lust hast auf eine spezielle Zutat, dann lass sie einfach weg. Und wenn du gerne ein riesen Dill-Freund bist beispielsweise, dann nimm gerne gleich von mir aus 4 Bündel Dill. Das ist überhaupt gar kein Problem, da kannst du gerne variieren. Aber weiter geht's, nachdem wir jetzt unsere Gewürzgurken geschnitten haben, da kümmern wir uns um die Kräuter. Ich habe hier jeweils ein halbes Bund frische Petersilie und ein halbes Bund frischen Dill, die ich jetzt fein hacken werde. Bei den Kräutern kannst du gerne auch noch variieren und Schnittlauch, Kerbel oder Estragon mit dazugeben, das ist überhaupt gar kein Problem. Meine Kräuter drücke ich jetzt einmal in der Hand kräftig zusammen und baue daraus ein kleines Kräuterpaket, dann kann ich sie nämlich wunderbar herunterschneiden und später, um sie wirklich fein zu schneiden, noch einmal durchhacken. Und die Basis für unsere Remoulade ist natürlich eine selbstgemachte Mayonnaise. Ich habe mich dazu entschieden, das Ganze heute mal nicht in der Küchenmaschine und nicht mit dem Pürierstab zu machen, sondern ganz oldschool mit einer Glasschüssel und mit einem Schneebesen. Dazu gibst du in die Schüssel zunächst mal ein Ei. Wichtig ist, dass das Ei Zimmertemperatur hat und dazu kommt ein Teelöffel scharfer Dijon-Senf. Das Ganze wird nun einmal miteinander verrührt und jetzt gibst du unter ständigem Rühren insgesamt 130 ml Rapsöl mit dazu. Achte allerdings darauf, dass du das Rapsöl nicht auf einmal mit dazu gibst, weil dann würde deine Mayonnaise nicht schön fest und cremig werden, sondern wahrscheinlich gerinnen und nicht wirklich schön werden. Also einfach das Rapsöl in einem dünnen Strahl dazugeben, ständig rühren, solange bis eine richtig schöne cremige Mayonnaise entsteht. Aber keine Sorge, du musst das natürlich nicht in der Glasschüssel machen, du kannst die Mayonnaise auch gerne in der Küchenmaschine, mit einem Pürierstab, in einem Mixbecher oder mit anderen technischen Geräten machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Und übrigens einen Tipp habe ich noch für dich, wenn du keine Lust hast, diese Mayonnaise selber zu machen, dann kannst du stattdessen natürlich auch gerne 200 Gramm gekaufte Mayonnaise nehmen, dann ist diese Remoulade noch viel schneller zubereitet. Aber wir wollen die Basis für unsere Remoulade jetzt ein bisschen leichter gestalten, dementsprechend gebe ich jetzt einfach 100 Gramm Joghurt mit dazu. Das bringt so eine gewisse Frische mit, so eine gewisse Säure mit und macht das Ganze, wie gesagt, ein bisschen leichter. Mittlerweile dürften auch deine Eier hart gekocht sein, also schreck sie am besten unter kaltem Wasser einmal ab. Dann kannst du sie pellen und anschließend ebenfalls so fein wie möglich hacken. Und diese Basis unserer Remoulade können wir jetzt mit den anderen gehackten Zutaten vermengen, also mit den gekochten Eiern, mit den gehackten Kräutern, mit den Gewürzgurken und natürlich mit den Zwiebeln. Das Ganze wird noch einmal abgeschmeckt mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Außerdem gebe ich gerne noch 2 Teelöffel Zucker mit dazu. Und jetzt kommen wir zu meiner Geheimzutat für die Remoulade. Für mich muss sie unbedingt mit rein, und zwar ist die Rede von gehackten Kapern. Kapern kennst du vielleicht von Königsberger Klopsen oder von anderen Gerichten. Ich persönlich finde, dass diese salzige und leicht saure Note von den Kapern wunderbar zur Remoulade passt. Dementsprechend nehme ich gerne 1 bis 2 Teelöffel, die ich einfach fein hacke und dann mit zu meiner Remoulade gebe. Wenn du jetzt aber partout kein Kapern-Fan bist, dann kannst du die auch gerne weglassen. Das geht genauso und schmeckt auch genauso gut. Aber wie gesagt, für mich müssen sie auf jeden Fall rein. Wenn du magst, schreib mir noch mal einen Kommentar, ob Kapern für dich in der Remoulade mit dazugehören oder ob du sie lieber weglässt. Jetzt schmecke ich meine selbstgemachte Remoulade noch ab mit einem kleinen Schuss Weißweinessig und außerdem mit einem kleinen Schuss Gurkenwasser aus dem Glas der eingelegten Gurken. Das ist auch super, denn das gibt so eine gewisse Säure und rundet das Ganze perfekt ab, also da würde ich auf jeden Fall einen kleinen Schuss mit dazugeben. Ja, und dann können wir auch schon probieren. Deine Remoulade lässt du jetzt im Kühlschrank am besten noch eine Stunde durchziehen, damit sich alle Aromen richtig schön verbinden können und das Ganze richtig lecker wird. Sie passt wunderbar, wie gesagt, zu Kartoffeln, zu Backfisch, zu Roastbeef oder zu ganz vielen anderen Gerichten. Das Rezept für mein leckeres Roastbeef, dort findest du auch das Remouladenrezept nochmal. Das verlinke ich dir hier oben gerne mal. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf dich im nächsten Video. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere Videovorschläge für dich. Vielleicht ist ja was Interessantes, was Spannendes und was Leckeres mit dabei. Nicht vergessen, neue Videos gibt es jeden Samstag für dich und ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Mach's gut, bis dahin.